Für den ersten Hausbesuch des Tages ist das Darmstädter Palliativteam bei Familie Huke. Frau Huke hat Krebs. Ihr Zustand hat sich in den letzten Wochen massiv verschlechtert. Heute klagt sie über starke Schmerzen im Bauch. Ihr Mann weicht ihr kaum von der Seite. Viel gemeinsame Zeit bleibt ihnen nicht mehr. Da hat der Oberarzt dann ihr klargemacht, sie hat nur noch aufgrund der Bilder, die er sich am Vormittag nochmal angeguckt hat, klar gesagt, sie hat nur noch 2 bis 2,5 Monate zu leben. Und das hat mich platt gemacht. Ich war also völlig von der Rolle, weil ich mir sowas... Ich wusste zwar im Innern, dass sie also aufgrund ihrer Krankheit nicht mehr allzu lange zu leben hat, aber wenn du das dann auf einmal gesagt kriegst, das haut dich um. Die verbleibende Zeit versucht das Palliativteam so angenehm wie möglich zu machen. Heute ist das primäre Ziel, die Bauchschmerzen von Frau Huke zu lindern. Mit dem Ultraschall sucht Oberärztin Christina O'Donoghue nach der Ursache. Peter Huke ist heilfroh über die medizinische Betreuung seiner Frau und auch darüber, mit der Situation nicht alleine zu sein. Die sind gekommen und haben auch natürlich den ganzen Medikamentenplan aufgestellt und rufen täglich an. Und selbst, ich habe also eine Notfallnummer, wenn also meiner Frau jetzt irgendwie schlecht geht und ich habe keine Möglichkeit oder weiß mir nicht zu helfen, dann kann ich also sofort dort anrufen und bekomme also Ratschläge, was ich tun und was ich nicht tun soll. Neben der Sterbebegleitung für Patienten und dem möglichst würdevollen Lebensabend geht es im Alltag des Palliativteams auch um die Betreuung der Angehörigen. Denn auch die leiden oft. Ich baue das Ultraschall auf. Was halt wirklich in der heutigen Zeit etwas untergegangen ist, ist, wie geht man mit dem Thema um. Und viele Angehörige sind da sehr hilflos und brauchen teilweise die Unterstützung, was passiert denn da jetzt, worauf muss ich achten, was könnte passieren, und brauchen einfach die Sicherheit, jemand, der das erklären kann. Und das habe ich früher selber erlebt, leider als Angehöriger. Damals gab es noch keine Palliativmedizin und deswegen ist es mir ein besonderes Anliegen, dass ich eben da Menschen unterstützen kann und dass wir das als Team können. Die Teamarbeit beginnt immer morgens um 8 im Klinikum. Dort trifft sich das Palliativteam bei einer Tasse Kaffee zur ersten Besprechung. Welche Patienten wurden schon angerufen? Bei wem ist ein Hausbesuch nötig? Im ganzen Landkreis Darmstadt-Dieburg sind sie unterwegs. Wie sie letztendlich helfen können, ist ganz unterschiedlich. Schmerztherapie oder Beschwerdenlinderung, das sind Luftnot, Ängste, Übelkeit, Erbrechen, das ist eine der Hauptaufgaben sicherlich. Aber die Palliativmedizin ist halt ein sehr weites Fach. Da gehört auch die seelische Unterstützung dazu, da gehört auch durchaus Hilfe, was soziale Belange angeht, dazu, dass man guckt, ist zum Beispiel eine Pflegeeinstufung erfolgt, welche Hilfsmittel kann man zu Hause noch organisieren. Hilfe, Linderung und seelischer Beistand sind die eine Seite des Jobs. Aber bei Palliativpatienten geht es nicht mehr um Heilung. Irgendwann sterben die Menschen. Ihre Namen schreibt das Team zum Gedenken auf kleine Engelsflügel. Das bleibt einen Monat hängen, wird ebenso hier in das Erinnerungsbuch eingetragen. Das Thema Tod und Trauer ist in der Palliativarbeit allgegenwärtig. Viele schreckt das ab. Gerade Berufsanfänger wählen eher andere Pflegeberufe. Auch deswegen fehle es, zusätzlich zum Pflegenotstand, an Nachwuchs. Dabei ist der Job eigentlich wertvoll und erfüllend. Mir persönlich macht es Freude, Menschen etwas mitzugeben, etwas Erleichterung zu bringen, damit sie ihr eigenes Leben autonomer gestalten können. Und ich finde, das ist ein ganz hohes Gut. Und wenn man daran Freude hat, Not zu lindern mit kleinen Hilfsmitteln, mit kleinen Dingen, dann ist man hier genau richtig. Sie und ihre Kolleginnen hoffen, dass sie mit dem heutigen Einblick in ihren Beruf mehr Menschen die Scheu vor der Palliativarbeit nehmen können.